Es war ein warmer Frühlingstag, irgendwo in einem kleinen, unauffälligen Ort, wo die Ordnung der Dinge von Jahr zu Jahr gleich blieb. Die Wiesen blühten, die Kühe kauten zufrieden und die Dorfbewohner fanden ihre Freude daran, immer dieselben Geschichten zu erzählen. Doch an diesem unscheinbaren Tag sollte sich für Uli, den 24-jährigen Schüler des exzentrischen Gärtners und Philosophenmeister Floran, alles verändern. Uli kratzte sich ratlos am Kopf. Der Platzregen in der letzten Woche hatte den Kräutergarten des Meisters in ein Chaos verwandelt. Blumen lagen flach, Kräuter waren durcheinandergewirbelt und ein Gänseblümchen sah aus, als hätte es einen Faustkampf verloren. »Uli, hör auf, dich wie ein kopfloses Huhn umzusehen. Du musst lernen zuzuhören«, rief Meister Floran, ein Mann um die 60 mit überraschend buntem Strickhut und einer Vorliebe für Sandalen, auch im tiefsten Winter. »Zuzuhören? Meister, die Pflanzen reden doch nicht.« Uli hob frustriert eine traurige Sonnenblume hoch. »Nicht reden? Pah!« Floran lachte und schob Uli entschlossen zur Seite. »Geh weg, du bist wie ein Störsender. Sei still, hör hin.« Der Meister kniete sich hin, griff sanft nach der Sonnenblume und schloss die Augen. Sekunden vergingen. Dann sagte er mit einer Stimme, die so geheimnisvoll wie ein dichter Wald klang: »Die Sonne war zu spät heute Morgen.« »Die Sonne war zu spät?« Uli sah ihn an, als hätte er gerade verkündet, dass der Mond aus Käse besteht. Ja, genau das hat sie gesagt. Du musst nur lernen, den Rhythmus der Blumen zu fühlen. Die Natur spricht überall, Uli. Niemand hört mehr hin und genau das ist das Problem. Uli war versucht, laut zu lachen, aber etwas im Ausdruck seines Meisters hielt ihn zurück. »Okay«, sagen wir, »ich will zuhören. Wie mache ich das?« Floran stand auf, klopfte sich symbolisch nicht vorhandenen Schmutz von seinem bunten Poncho und sagte: »Wir beginnen mit einem Spaziergang. Erst die stille Welt der Blumen, dann ihre Geschichten.« Floran führte Uli zu einer weiten Wiese am Rand des Waldes. Es war ein Ort, an dem das Gras so saftig war, dass es fast leuchtete und die Blumen in allen Farben wucherten. Von leuchtendem Blau bis hin zu zartem Lila. Doch Floran täuschte eine feierliche Andacht vor, als würde er eine Audienz bei der Blumenkönigin abhalten. »Setzen wir uns«, befahl er, und Uli folgte widerwillig. »Jetzt sei still!« Florans Befehl hatte plötzlich die Klarheit eines Gebotes. Die Blumen hören alles, aber sie hören nicht, wenn du nicht auch hörst. »Das ergibt keinen Sinn«, protestierte Uli, wenn auch flüsternd. Floran ignorierte ihn. Er saß, die Hände im Schoß. Minuten zogen vorbei, schleppend, langsam. Dann, als Uli fast eingeschlafen wäre, knackte Floran aufgeregt mit den Fingern. »Hör genau hin, Uli. Hörst du das Summen der Wiese? Als wäre es Musik, aber weniger wie ein Orchester und mehr wie, sagen wir, ein flüsterndes Gedicht?« Uli spitzte die Ohren. Da war tatsächlich etwas. Ein seltsames Zusammenspiel von Wind und Insekten, Rauschen und Rascheln. Es war anders als alles, was er je bewusst wahrgenommen hatte. Es fühlte sich tatsächlich lebendig an. Fast, als sprächen die Pflanzen miteinander. War das wirklich möglich? Weißt du, in Japan gibt es die Ikebana-Kunst, bei der man durch das bloße Arrangieren von Blumen einen meditativen Zustand erreicht, begann Floran unvermittelt. Auch die alten Azteken glaubten, dass Blumen Botschafter der Götter waren. Und natürlich gibt es bei den Aborigines in Australien die unsichtbaren Songlines.
Sie glauben, dass das Land lebt und durch Lieder erzählt, wie man es durchquert. Uli war fasziniert. Aber woher weiß man, welchen Ton Blumen haben? Ah, sagte Florian klugnickend, der Ton ist hier drin, in deinem Herzen. Aber anfangen kannst du bei den Farben. Er pflückte eine violette Akelei und hielt sie in die Luft. Violett, Farbe der Mysterien, der Transformation. Diese Blume hier? Er hielt inne, als lauschte er. Sie erinnert mich daran, mich dem Fluss des Lebens hinzugeben. Uli widerstand erneut dem Drang, die Augen zu verdrehen. Doch Florian überraschte ihn. Und diese blaue Kornblume hier? Florian hob sie wie eine Trophäe. Sie spricht von Heiterkeit, von der Klarheit eines Sommerhimmels. Sie ist wie ein lebendes, blaues Wunder. Er reichte die Kornblume an Uli weiter, der etwas skeptisch reagierte. Und was? Soll ich ihr jetzt auch Fragen stellen? Nein, du musst nicht fragen. Nimm sie vorsichtig, rieche daran, halte sie ins Licht, beobachte jede Ader und dann antworte mir. Was fühlst du? Zögerlich folgte Uli den Anweisungen. Der Duft der Blume war sanft, frisch, fast wie das Meer. Ihre Farbe beruhigte ihn plötzlich und der zarte Schatten ihrer Blütenblätter schien wie gemalte Kunst. Irgendetwas geschah in ihm. Ein Wort kam in seinen Sinn, ohne dass er es aktiv gesucht hatte. Freiheit? Sagte er schließlich. Florian grinste triumphierend, als hätte Uli gerade ein uraltes Rätsel gelöst. Genau, siehst du? Blumen sprechen nicht in Wörtern, sondern in Gefühlen. Sprache ist zu langsam, Uli. Blumen denken schneller. Als Uli in dieser Nacht zu Bett ging, schwirrten ihm die Gedanken durch den Kopf. War sein Meister nur ein exzentrischer alter Mann? Oder war da tatsächlich etwas Wahres an seiner Vorstellung von Blumen, die sprechen könnten? Schließlich nahm seine Neugierde überhand und er schlich hinaus in den Garten. Barfuß, nur in Schlafsachen. Die Nacht war still. Der Mond schien ungewöhnlich hell und tauchte die Blumen in silbernes Licht. Er kniete sich vor ein paar wilden Mohnblumen nieder. Ihre leuchtend roten Köpfe sahen in der Dunkelheit beinahe unwirklich aus. Langsam schloss er die Augen und spitzte die Ohren, ganz so wie es Florian am Morgen gesagt hatte. Und dann geschah es. Ein leises Flüstern drang in seinen Geist. Es war kein gesprochenes Wort, eher eine Intuition, ein vager Gedanke. Wir widmen uns dem Moment des Lichtes. Das Leben ist, was das Licht daraus macht. Uli schreckte zurück. Er sah die Blumen an, fast sicher, dass sie ihn direkt ansahen. Am nächsten Morgen stürzte Uli zu Florian. Ich habe sie gehört, rief er außer Atem. Wen gehört? Die Blumen? Meister Florian nickte, als habe er dies erwartet. Natürlich, aber die große Lektion ist nicht das Hören, sondern was du damit machst. Was meinst du? Was soll ich damit machen? Uli sah ihn verwirrt an. Florian nahm seine Lieblingssonnenblume wieder in die Hand. Blumen schenken dir Lektionen des Seins. Sie lehren dich Geduld, Respekt und Schönheit in der Einfachheit. Vergiss nie, Uli, die Natur spricht immer. Es liegt an dir, sie zu verstehen. Mexikanische Schamanen sagen, dass Blumen die Lieder der Erde tragen. Was wirst du als nächstes mit deinem Lied anstellen? Uli begann zu verstehen. Es ging nicht nur darum, Blumen zu hören. Es war eine Erinnerung daran, dass in einer Welt voller Chaos und Lärm auch die leisesten Stimmen am wichtigsten sein können. Und dass der Respekt vor der Natur nicht nur bedeutet, sie nicht zu zerstören,
sondern ihr bewusst zuzuhören. Er kehrte zu den Mohnblumen zurück. Dieses Mal sprachen sie von etwas anderem. Danke, dass du uns siehst. Von diesem Tag an wurde Ullis Leben nie wieder dasselbe. Ob in Gesprächen, Begegnungen oder Entscheidungen. Er hielt inne, hörte und fand Schönheit in jeder kleinen stillen Stimme. So wurde Uli der Blumenflüsterer des kleinen Dorfes. Und die Blumen hatten endlich jemanden, der ihre Geschichten in die große, weite Welt hinaustrug.